Hallo ihr Lieben, hier ist wieder eure Sohalt. Ich habe heute einen neuen Beauty-Test für euch und zwar habe ich die Cosfera Hyaluron Creme und das Hyaluron Serum getestet, jetzt über ein paar Wochen hinweg, und ich möchte euch das jetzt live zeigen, kurz einmal zeigen, wie die Konsistenz der Cremes ist und der Creme und des Serums ist. Da möchte ich was sagen, was Hyaluron überhaupt ist, was es bewirkt und warum es wirken kann und wie es wirkt. Also alles das, was man über Hyaluron überhaupt alles schon mal wissen wollte, sollte, habe ich alles recherchiert. Warum sollte man Cremes oder Pflege mit Hyaluronsäure überhaupt nehmen? Und da möchte ich gleich mal klarstellen, Hyaluron ist ein körpereigener Stoff, der wird vom Körper selber produziert und das ist keine richtige Säure, das heißt nur so. Und die Produktion lässt im Alter einfach nach, und zwar schon spürbar ab dem 25. Lebensjahr, und Hyaluron sitzt so in der Haut und ist dafür verantwortlich, dass die Haut straff aussieht, jugendlich und irgendwie aufgepolstert. Und da entstehen dann auch Falten, wenn eben die Hyaluronproduktion nachlässt. Je älter man wird, desto mehr lässt es nach, und deswegen muss man da einfach mit Cremes nachhelfen. Wie wirken denn jetzt überhaupt Hyaluroncremes? Wie kann das überhaupt funktionieren? Oder Serien oder so. Die Forschung ist da auch schon sehr weit gekommen und hat die ganzen Kosmetikprodukte wirklich immens verbessert, und man kann nur sagen, es wirkt wirklich, wenn es niedermolekular ist. Das heißt, je flüssiger eine Creme ist, ich zeige euch das gleich, das ist nämlich hier der Fall, desto mehr kann es in die Tiefe eindringen. Und Hyaluron ist dann wie so ein Schwamm. Also stell dir einen Schwamm vor und du machst ihn mit Wasser voll, dann plustert er sich auf, und so funktioniert das auch in der Haut. Und die niedermolekularen Hyaluronprodukte, die ziehen ein, die Haut von innen so aufpolstern, und dann sieht man jünger und frischer aus, und sie helfen vor allem auch bei Haut, die sehr trocken ist, aber auch Haut, die nicht trocken ist, braucht sowas, braucht einfach die Straffheit von innen raus. Also kann ich es da jedem empfehlen, nicht nur wer trockene Haut hat. Dann saugen die sich eben so mit Wasser voll, und dann kann deine Haut von innen raus viel besser mit Feuchtigkeit versorgt werden. Jünger und strahlender und frischer und gesünder auch überhaupt aussehen. Und es wird dann auch Fältchen ein bisschen mindern können. Also erwartet euch jetzt nicht, wenn ihr irgendwo Fältchen da habt, dass die sofort weg sind. Das ist leider ein bisschen utopisch, aber man kann dagegen wirken, und es kann einfach dann frischer aussehen, und ganz zarte Fältchen können auch weggehen. Und was total krass ist, habe ich gerade bei der Recherche auch gefunden, 1 Gramm Hyaluron kann bis zu 6 Liter Wasser aufnehmen. Das ist krass, oder? Also allein wenn du dir vorstellst, wie wenig ist denn jetzt 1 Gramm? Natürlich ist hier nicht reines Hyaluron drin, das darf man jetzt nicht unterschätzen. Hyaluron als solches ist eine Art Pulver. Das ist ja eine flüssige Creme. Also so viel ist da jetzt nicht drin, dass da 6 Liter Wasser dann auf einmal in dein Gesicht entstehen. Aber es kann enorm viel Wasser speichern und kann dann alle deine Pflegeprodukte noch viel besser aufnehmen. Und ich habe jetzt hier von Cosfera, wie gesagt, einmal das Serum, das man zuerst aufträgt, und dann die Creme, die dann die ganze Pflege ergänzt und abrundet. Beide Produkte sind vegan und ohne Tierversuche, was ich sehr, sehr gut finde, und sowas unterstütze ich auch gerne, und gibt es bei Amazon. Die Links findet ihr unten in der Infobox. Das Serum hat einen Pumpspender und es ist sehr flüssig. Da muss man immer darauf achten, das ist schon das erste Zeichen, dass es niedermolekular ist. Wenn es sehr flüssig ist, kann es auch sehr, sehr gut einziehen, und es steht aber auch drauf, hinten auf der Verpackung, das ist der Beweis für mich, also dürfte man nicht draufschreiben, wenn es nicht so wäre. Und das heißt, es ist genau die Hyaluronpflege, das Serum, das wirklich helfen kann, das tief, tief einzieht. Und das habe ich auch gemerkt. Also es ist sehr flüssig, wie gesagt. Ich gebe es jetzt mal hier drauf, dass ihr das sehen könnt. Es fließt direkt. Und das ist ein sehr gutes Zeichen. Ich nehme dann so eine Menge, das ist richtig viel, und gebe es so auf dem ganzen Gesicht auf. Fühlt sich an wie diese Ampullen, diese Feuchtigkeitsampullen, die es jetzt auch überall immer mal gibt, und von Barbour die Ampullen. Und das fühlt sich sehr, sehr gut an. Ich verteile das auch den Hals runter und auch dem Dekolleté, denn auch da ist die Haut sehr dünn und braucht viel Feuchtigkeit. Und dann fange ich an, das, was noch übrig ist, quasi einzuklopfen. Und es dauert ein bisschen, dieser Prozess, aber dann merkt man irgendwann, wie es richtig gut eingezogen ist. Und
es ist so eine wässrige Konsistenz, es ist sehr, sehr erfrischend. Es fühlt sich sofort wirklich wie ein Feuchtigkeitskick an. Und ich liebe das einfach morgens und abends aufzutragen, weil es so erfrischend ist und so gut tut. Einfach nur draufschmieren, hat jetzt nicht so ganz dieselbe Wirkung, wie wenn man es leicht einklopft, weil dann kann es wirklich schön in die Poren auch einziehen. Außerdem hat man dann noch eine kleine Lymphdrainage vielleicht noch mit dabei. Auf jeden Fall ist es gesund, auch mal ein bisschen die Haut im Gesicht abzuklopfen. So, und jetzt ist es komplett eingezogen und ich komme noch mal ein Stückchen näher. Ihr könnt es auch sehen, wie meine Haut, also die ist jetzt ungeschminkt, ich entschuldige mich schon mal für meine Augenringe und so, aber ihr könnt es sehen, wie sie schon sehr, sehr frisch aussieht. Einen leichten Glow hat und wirklich einfach gesund aussieht. Also so kann man es gut beschreiben, denke ich. Und als zweites, um die Pflege abzurunden, gibt es jetzt hier noch die Hyaluron-Creme. Die ist etwas dickflüssiger und die finde ich auch gut, wobei mich das Serum viel, viel mehr überzeugt hat. Die Creme versorgt die Haut dann halt nochmal mit Vitaminen. Hier steht Vitamin C, E, B3, Retinol, OPC und Hyaluron natürlich. Und die Creme zeige ich euch jetzt auch nochmal. Du siehst auch, dass sie auch einigermaßen flüssig ist. Also ist jetzt nicht so eine ganz dickflüssige Creme, sondern eher eine flüssige. Und die verteile ich mir dann eben auf dem Gesicht und Hals-Dekolleté, weil für das Gesicht ist es immer ein bisschen viel. Es riecht sehr zitronig, im Gegensatz zum Serum, das nach gar nichts riecht. Riecht die Creme wirklich erfrischend zitronig und total gut. Und die zieht jetzt nicht ganz so schnell ein wie das Serum, finde ich immer. Also es bleibt ein bisschen länger auf der Haut. So, und das war jetzt meine Pflegeroutine, wie ich sie seit Wochen täglich morgens und abends mit meiner Haut mache. Und es fühlt sich super gut an. Ich rieche jetzt total erfrischend wie nach einem Saunagang, so zitrusmäßig. Und es fühlt sich einfach total gut an. Die Haut ist mit Feuchtigkeit versorgt und ich kann wirklich ein gutes, sehr, sehr gutes Ergebnis bestätigen. Vor allem von dem Serum, wie gesagt. Also das Serum ist bombastisch. Ich hoffe, ich konnte euch jetzt ein bisschen was über Hyaluron erzählen und auf was es ankommt, wenn ihr eine Creme aussucht. Alles, was Hyaluron so kann. Ich fand es selber sehr, sehr interessant, als ich da nach recherchiert habe nochmal. Man vergisst sowas und es sind so einfache Tricks, die man beachten kann, um einfach jung, frisch und jugendlich auszusehen, auch noch über 30. Und ich freue mich natürlich sehr, wenn ihr mir einen Daumen nach oben schenkt, mich gleich abonniert, dass ihr kein Video mehr von mir verpasst. Und hier drüben gibt es jetzt noch ein paar meiner letzten Videos, die dich interessieren könnten. Ich freue mich sehr, dass du bis hierhin dran geblieben bist und